Dieser gebrauchte Carver sucht einen neuen Eigentümer. Wir sind in Saarbrücken zusammen mit Stefan Buhr von Wohnwagen Vogt. Ich grüße dich ganz herzlich, Stefan. Heute ist der fette Donnerstag 2023. Bist du schon in Karnevalslaune? Es geht so. Guten Morgen, hallo, ich grüße dich. Hallo. Ja, viele fahren ja weg zu Karneval, das weiß ich. Das heißt, die sind unterwegs, können starten, wann immer sie möchten. Und das ist ja das große Ding. Mit dem Carver kannst du das. Der steht vor der Tür, der ist gepackt. Zum Beispiel für Unternehmer. Es müssen ja nicht immer nur die Rentner sein, die sowas kaufen, oder? Nee, gerade bei dem Wagen nicht. Ne? Der Wagen hier ist eine Besonderheit. Der ist sogar mit 5 Personen zulässig zum Fahren. Ganz selten bei einem Carver. Und der wurde bisher auch noch nicht von Rentnern genutzt. So ist das, was auch nicht schlimm wäre, also wenn es so wäre. Also es ist ja so, üblicherweise ist ja dieser Sportcamping mit den Wohnmobilen oft den Leuten ja vorbehalten, die das Geld auch dafür haben. Jetzt haben wir 248.900 €. Ein erreichbares ist immer noch eine Viertelmillion, aber die Neupreise, die kennst du, oder? Ich denke, wenn man das jetzt neu kalkuliert, kommen wir hier auf 400.000 € bei so einem Wagen. Du bist da, glaube ich, auch relativ tief in der Materie drin und hast auch die neuen Fahrzeuge abgefilmt vor kurzem und hast das auch gesehen, was da momentan für ein Neufahrzeug eben auch da für ein Preis ist. Ja, das ist ein Concorde Made in Germany? Ja, der ist Made in Germany in Aschbach. In Aschbach. Wir gehen gleich mal rein. Baujahr, was haben wir hier? Ein 2018er Fahrzeug ist das. Euro 6. Also, Fahrzeug ist gerade erst reingekommen. Es ist noch nicht groß aufbereitet. Wenn ihr irgendwas seht, Kleinigkeiten, die noch zu machen sind, die werden noch gemacht. Er steht aber schon relativ gut da. Der Wagen ist wirklich gut. Natürlich immer witterungsbedingt. Draußen mal hier und da ein Regenstreifen. Aber ich denke, das ist klar, dass das nachher ordentlich aussieht. So, du gibst auf die Fahrzeuge natürlich 1 Jahr Garantie. Das bedeutet auf alles, korrekt? Das ist korrekt, ja. Ist das nicht ein Risiko für dich oder hast du die Möglichkeit, das abzumildern? Ja, das Risiko kannst du im Prinzip nicht abmildern. Es sei denn, du hast ein B2B-Geschäft, Händler an Händler, aber ansonsten dem Endkunden gegenüber sind wir gewährleistungspflichtig und das gehört natürlich auch dazu. Ne? Jemand, der hier eine Viertelmillion ausgibt, hat natürlich auch einen Anspruch, aber auch generell, wenn das ein gebrauchter Wohnwagen ist für 10.000 €, ist auch ein Anspruch da. Also da unterscheiden wir auch nicht, ob jetzt welcher Preis das Fahrzeug ist. Das Fahrzeug muss funktionieren und dafür sind wir da. Ja, Alu-Außenhaut, das sieht man hier sehr schön. Das kommt wahrscheinlich von der Rolle, wie man das Ganze sieht, auf einem Sandwich-Material. Das bedeutet also Isolierungsmaßnahmen, die ist praktisch schon fast wie bei einem Passivhaus, was du hier mit drin hast. Du hast rahmenlose Fenster, also die Fenster sind also nicht aufgebaut irgendwie. Das ist aber Standard in der Klasse, oder? Das ist Standard in der Klasse und du hast das eben schön gesagt, wie bei einem Passivhaus. Wir hatten kürzlich bei einem ganz anderen Fahrzeug die schmerzliche Erfahrung, da war eine kleine Undichtigkeit gewesen. Der Wagen war wohl 2 Monate vom Kunden einfach mal zugeschlossen und das ist so gut isoliert wie beim Passivhaus, das muss auch mal gelüftet werden und wenn du das nicht lüftest und dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass es dann innen drin zu Schäden kommt. So gut sind die isoliert, die Fahrzeuge. Ja, sieht man sehr schön. Das ist ja ein tolles Design, was Concorde an den Tag gelegt hat. Von hinten linermäßig. Die Breite hier 2,40, was haben wir? Genau, sind 2,40er. Und von der Höhe sind wir sogar unter 3,50 Meter. Das war hier dem Kunden sehr wichtig gewesen, dass wir dann auch mit der Klimaanlage, die haben wir dann im Boden verbaut bei dem Fahrzeug, dass der Wagen nicht über 3,50 Meter kommt, weil die Garage genau 3,50 Meter hat. So, und das Ganze habe ich übrigens auch im Boden einbauen lassen. Die Klimaanlage, sie ist vielleicht nicht ganz so effektiv wie eine Dachklimaanlage, aber gerade die Bereiche, die, ich sag mal, klimatisiert werden müssen, kann man ja abschließen. Zum Beispiel hinten das Schlafzimmer kannst du zuschließen. Du machst Wohnmobile schon sehr lange. Das heißt, ihr seid ein alteingesessener Händler. Ihr heißt Wohnwagen Vogt, ja. Aber ihr habt auch noch Wohnwagen, muss man sagen. Ja. Aber es sind sehr viele Wohnmobile mittlerweile. Ja, wir haben lange Zeit hier im Saarland mehr Wohnwagen verkauft als Reisemobile. Das ist mittlerweile wohl auch schon 10 Jahre her, wo der Punkt gekommen ist, wo wir mehr Reisemobile verkaufen als Wohnwagen. Allerdings wird der Name immer so bleiben und wir verkaufen immer noch sehr gerne Wohnwagen.
aber auch eben genauso gerne Wohnmobile. Ja, ich zeig's. Centurion-Style ist hier angebannt. Das bedeutet, die Außenfassade ist so ein bisschen beklebt worden, wie diese ganz großen Liner, die drauf sind. Das war so, wenn du jetzt guckst, das ist jetzt ein 2018er. Hat sich da strukturell irgendwas eigentlich geändert gegenüber den Fahrzeugen heute, außer dass das Design vielleicht ein bisschen anders ist? Ja, ich denke, das Design hat mal gerade 21 zu 22 hat es einen Designsprung gegeben. Aber ansonsten strukturell würde ich jetzt sagen, hat sich da kaum was geändert in der Zeit. Ja, siehst du hinten die Heckgarage, die ist maximal für das Fahrzeug hier, wir sind unter 7,5 Tonnen. Das ist Leuten sehr viel wichtig, weil du kannst damit 100 fahren, teilweise 105, 110, bist auch mal schneller da. Du kannst natürlich auch hinter einem LKW hinterherfahren. Hier sieht man das Doppelbodenkonzept und das ist eben auch was ganz Besonderes. Man hat hier eine Aldeheizung mit drin, sprich eine Heizung, die mit warmem Wasser funktioniert. Und das ist schon, ich sag mal, Komfort wie zu Hause, oder? Das ist für mich, ich sage immer, eine Haushaltsheizung, auch von der Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Also es ist ein Wasserkreislauf, der erhitzt wird, es ist ein Heizkörper drin und du hast eben eine richtige Wohlfühlwärme rundum im gesamten Fahrzeug, eine echte Strahlwärme. Jeder, der das mal getestet hat, wird das auch bestätigen. So, ich mache mal das Licht an, dass wir mal ein bisschen mehr sehen von der ganzen Geschichte. Und hier drin sieht man den Doppelboden. Also das Prinzip ist, dass der Doppelboden beheizt ist. Und du stehst quasi nicht direkt auf dem Boden unten. Das haben viele normale Reisemobile, die haben eben kein Doppelbodenprinzip, sondern der Zwischenboden, wo auch alle Tanks drin sind, der ist komplett beheizt. Genauso wie du es gesagt hast, wir merken es, wenn wir das Fahrzeug reingehen, dass wir sehr hoch in das Fahrzeug einsteigen, weil wir auf dem doppelten Boden uns bewegen. Und die schweren Sachen wie die Tanks, die liegen an dem tiefsten Punkt, am Schwerpunkt, was das Fahren vom Fahrzeug eben auch verbessert. Und natürlich hast du hier eine spürbare Wärme, die eben auch dann von unten ist. Du hast alles für den Winter gesichert. Es ist einfach das perfekte Konzept. Das meinte ich eben. Also wenn hier jetzt mal, ich sage jetzt mal, ein Reflektor weg ist und so weiter, das wird noch gemacht. Genau. Die kommen. Du bist der große Spezialist mittlerweile in Deutschland für gebrauchte, ich sag mal, Reisemobile in dieser Klasse. Das heißt 7,5 Tonnen, auch darüber hinaus. Wo beziehst du denn die Fahrzeuge her? Weil viele Händler haben das Problem, die haben ja keine gebrauchten. Du bist sehr agil, bist tatsächlich in ganz Europa unterwegs, kaufst die teilweise auch von Händlern aus dem Ausland, die du gut kennst. Du selber hast einen guten Bezug zu Frankreich. Das ist zum Beispiel so ein Markt, wo du viele Reisemobile herkriegst. Das sind die deutschen Fahrzeuge, die unterscheiden sich überhaupt nicht zu denen, gar nicht. Das hier ist jetzt ein deutscher Wagen, der war erst zugelassen auch im Frankenland und Zweitzulassung war hier im Saarland gewesen. Aber ansonsten haben wir natürlich auch mal Fahrzeuge, die kommen von ganz weit weg, teilweise auch mal aus dem Baltikum, teilweise aus Spanien, teilweise von überall. Das hängt einfach damit zusammen, über die Jahre hat man dann Kontakte eben, die man auch pflegt. Aber es kommen auch viele private Kunden auf mich zu, die mich kontaktieren und sagen, ich habe mit einem Freund, der hat sie empfohlen und dann kommt das natürlich genauso über private Kontakte auch in Deutschland. Ja, viele wollen die auch nicht selber verkaufen, weil die dann nicht wissen, wer steht mir da vielleicht gegenüber, passiert mir da vielleicht irgendwas Schlimmes. Ich meine, man will ja jetzt nichts sagen, aber es sind ja schon Fälle passiert, wo die Leute wirklich dann, ich sag mal, übers Ohr gehauen wurden bei der Abgabe des Wohnmobils. Dann wird dann oft diskutiert, ich sag mal, die kommen dann an, es passiert dann schon mal, da kann man Glück haben. Es kann sein, dass es super läuft, aber es kann auch sein, jemand kommt, du kennst das selber, du hast allen anderen schon abgesagt, der ist schnell auf den Preis eingegangen und dann steht er da, ja, und das ist noch kaputt und das ist noch kaputt und das ist noch kaputt. Ganz schlimm, Unterschlagung von Wohnmobilen während Probefahrten. Wir haben darüber berichtet mit E-Bikes, ist im Moment ein Thema, muss man wirklich sagen, man gibt die Schlüssel weg, Wohnmobil weg. Das ist ein Albtraum. Ich habe es auch schon gehört, auch in der Vermietung schon des Öfteren passiert. Die Fahrzeuge sind auch für Unterschlagung nur teilweise versichert. Das heißt, man haftet immer mit dem größten Teil selbst dann. Kann ich nur jedem einen Tipp geben, eben da aufzupassen. Und am besten also nichts Schlüssel oder Handy dalassen, das ist für dich kein Argument. Probefahren, kann ich die Probe fahren, wenn ich will? Also mit jemandem zusammen? Ja, natürlich, ja. Aber auch wenn jemand privat sein Fahrzeug mal verkauft, dann kommt jemand und möchte gerne eine Probefahrt, am besten mitfahren. Das ist die beste Lösung. So, hier sieht man Gasflaschen. Hat der auch einen Gastank?
Gastank, Der hat noch keinen Gastank. Das ist eine der wenigen Ausstattungen, die der Wagen noch nicht hat. Aber die meisten lassen das im Laufe der Zeit dann doch nachrüsten. Das geht bei dem Auto, gell? Das heißt, du hast so viel Bodenfreiheit, dass ein Tank geht. Ohne weiteres. Du kriegst hier, ob jetzt ein 100 oder 120 Liter Tank ist, müssen wir nachmessen. Aber in der Summe irgendwo bekommst du einen Gastank hier noch drunter. Und was wir ganz häufig haben in den letzten Wochen und Monaten, wo sich Kunden auch dann zusätzlich noch einen Gastank und noch eine Webasto-Heizung noch nachgerüstet haben, um eben auch noch Eine Standheizung. Eine Diesel-Standheizung. um den Kreislauf des Warmwassers auch mit Diesel auch zu beheizen, zur Not, wenn auch kein Gas mehr zur Verfügung steht. Ja, das kostet gar nicht viel, muss man sagen. Der Webasto ist praktisch, weil die kann einmal, sollte das ganze Heizsystem ausfallen, Pumpe und so weiter, auch mit Luft heizen. Das ist das Coole. Das auch. Und ansonsten musst du eben am besten immer eine Ersatzumweltpumpe dabei haben, dass du eben den kompletten Kreislauf benutzen kannst. Ja. So, dann mal bitte zeigen, das ist eine Garage, die es in sich hat. Das war jetzt die kleine Klappe auf der Fahrerseite. Das Ganze hat noch eine weitere Klappe, die ist riesig auf der Beifahrerseite. Und da kann man richtig drin wohnen. Ich komme mal kurz zu dir rum, Stefan, dass wir das mal sehen. Maximale Heckbelastung 400 Kilogramm. Und das ist so viel, dass man sagen muss, da hat man Platz genug. Ich habe schon gesehen, da ist sogar noch ein Platz für eine weitere Gasflasche. Hast du gesehen drin? Ich habe das jetzt nicht drauf Guck mal hier vorne ist noch ein, Oh ja. da vorne ist noch ein Gasflaschenanschluss. Ist das okay, wenn man die innen lagert, hier im Raum drin? Wenn du die so absicherst, ja. Zumachst, dann ist das Ladung. Das heißt, sie darf nicht aufmachen. Den Kopf oben drauf, die Abdeckkappe muss oben drauf sein und sie muss gesichert sein, ja. Okay, das ist hier der Fall. Also, dann siehst du, hier ist eine Anhängerkupplung mit dabei. Das fehlt vielen Fahrzeugen auch. Und dein Tipp ist auch bei Neubestellungen, macht eine Anhängerkupplung dran. Denn nachträglich immer schwierig. Ja, die hier haben wir tatsächlich angebaut. Aber das geht schon. Wenn keine Vorbereitung ab Werk ist für die Anhängerkupplung, wird es wirklich schwierig. Ne? So, man sieht es am Fenster. Was ist das für ein Projekt? Eine Rundsitzgruppe. Genau, wir haben auch das Licht innen drin schon an und wir sehen nichts. Ne? Das sind eben auch verdunkelte Fenster mit schönen Jalousien. Und es ist eine schöne Rundsitzgruppe. Trotzdem haben wir einen großen Stauraum, eine Heckgarage, um auch einen Roller mitzunehmen, Fahrräder, alles, was man braucht. So, Steckdose ist hier schon dran geschraubt, denn hier kann man E-Bikes und so weiter laden. Er riecht nicht, ist mir direkt aufgefallen. Also ganz wichtig ist bei euch, du merkst das, wenn die Fahrzeuge Schimmelgeruch haben, Modergeruch und so weiter. Das hast du bei den Fahrzeugen selten, es sei denn, es wird nicht gelüftet und sie stehen monatelang. Ja, bei dem Wagen war es aber so, der war schon immer in einem hervorragenden Zustand gewesen. Es gibt natürlich Fahrzeuge, wo du nachhelfen musst, das passiert auch. Aber da werde ich dir mal in Kürze ein ganz tolles Produkt zeigen. Hier aus dem Saarland kommt das her, wurde entwickelt für die ISS-Raumstation und da wirst du auch begeistert sein, was das für ein tolles Produkt ist. Astronauten hassen diesen Trick, wäre dann die Überschrift. So, mach mal zu, denn du hast schöne Radkäppchen, hast du drauf gemacht, auch das. Wir haben Zwillingsbereifung hinten. Wie ist der Reifenzustand von dem? Ist der gut? Ich gucke erst immer mal die DOT-Nummer, um zu gucken, dass es auf jeden Fall sind es Allwetterreifen mit Winterzulassung. Die DOT-Nummer sehen wir nicht. Vom Profil her ist das gut. Jetzt schaue ich vorne noch die DOT-Nummer. Das kann sein, dass das hier schon die zweiten Reifen sind vom Zustand, weil das Profil ist einfach hervorragend. Jetzt schauen wir das mal. So, hier sieht man auch M&S Zulassung hat der Reifen. Das heißt, hier darf ich dann ganz offiziell mitfahren. Was mir schon gleich aufgefallen ist, der Stefan wird gleich kommen, hier hat man eine E&P Hubstützenanlage mit drin. Die ist hier verbaut. Also es sind noch die ersten Reifen. Das sind die ersten Reifen, ja. Die sind von 2018 in der Produktion. Das heißt, es ist auch wirklich ein 2018er Fahrzeug. Nicht nur die Zulassung, sondern das Fahrzeug ist auch wirklich in 2018 produziert worden. Die Reifen kann man ohne weiteres 6 Jahre fahren. Nach 6 Jahren würde ich allerdings aus Sicherheitsgründen die Reifen erneuern, egal wie gut der Zustand ist. So, das ist dein Tipp. Eigentlich ist der Zustand gut. Was hat der runter, der Wagen? 40.000 Kilometer rund. Jetzt überleg mal, der ist quasi nicht viel gefahren worden. Also meiner hat jetzt schon 14.000, ist gerade mal ein halbes Jahr alt. Das ist für den Motor gar nichts. Der Lieferwagen, der hält das aus. Was ist hier zu sehen? Sind das Aufbaubatterien? Ja, das sind ganz normale Standardbatterien, 170er Batterien. Und davon haben wir 3 Stück. Das sind AGM-Batterien. Könnte man natürlich... Die sind jetzt 5 Jahre alt, 8 Jahre machen die Batterien in der Regel. In der Nachrüstung würde ich das dann auch auf Lithium-Batterien dann irgendwann mal umstellen. So, komm, wir gehen mal gleich rein. Zunächst zeigen wir aber nochmal den Doppelboden. Der ist überall im ganzen Fahrzeug. Und das Fahrzeug hier hat große
Staufächer mit drin. Das ist hier eine Festtanktoilette wie auf einer Luxusjacht. Prinzip ist vollkommen identisch. Das heißt, du hast einen Festtank, es wird hier zerhackt, das sieht man auch sehr gut. Und da drüber ist die Toilette. Wie du es beschrieben hast, ja, wie bei einem Boot ist das Ganze. Das ist eine ganz saubere Sache und auch super easy zum Bedienen. So, und da vorne siehst du die Heizung. Das heißt, überall im ganzen Bodenbereich ist die Heizung durchgeführt. Dann siehst du hier, das ist die Hubstützenanlage, die Steuerung, die Notsteuerung. Das heißt, also sollte die jemals ausfallen, hier kann man nochmal von Hand steuern. Ja, und hier ist eben auch das Aggregat. Hier hast du die ganze Hydraulik sitzen. Ist bei dem Modell hier sehr schön vom Hersteller vorbereitet, dass man eben so einen tollen Zugang hat. Und was wir nebendran noch sehen, da siehst du auch die Klimaanlage. Ich mache noch die Stauklappe auf der anderen Seite auf, dann siehst du das mit der Kamera ein bisschen besser. So, da vorne ist sie drin. Also ganz hinten sitzt die Klimaanlage, die kenne ich ja schon. Ich komme mal rüber zu dir, dass man sie etwas besser sieht. Denn von der Klimaanlage selbst ist nicht allzu viel zu sehen. Das ist alles. Das sieht aus wie eine, ich guck mal gerade, das ist eine Dometic. Genau, eine Dometic. So, und das ist eine sehr schöne Sache, weil die Klimaanlage vorne ist. Und du kriegst dort hinten im Schlafbereich gar nichts mit von der Klimaanlage. Der Schlafbereich ist vorne, deswegen ist die vorne hier in dem Bereich. Aber die ist natürlich nicht so laut, als wenn sie über der Decke hängt. Du hörst sie fast gar nicht. Also ich habe sie bei mir mal angemacht. Du hörst ein ganz leises Brummen. Du hast auch nicht diesen Luftzug, diesen extremen, der aus einer Richtung kommt, sondern du kannst ihn schön verteilen. Wir werden es gleich mal vorne sehen. Ja, genau. Gehen wir mal rein, Sven. So, der Running Gag übrigens in der Hecksitzgruppe. Die Klimaanlage ist im vorderen Schlafbereich. Denn dieser Wagen hier, Ozonos Antje, fährt, glaube ich, einen baugleichen Grundriss, der hier mit drin ist. Und denn dieser Grundriss hat vorne noch ein Büro, so ein kleines, oder? Ja, der hat, wie gesagt, zwei Besonderheiten. Zum einen, du kannst das, wie gesagt, auch als Büro benutzen. Zum anderen hat der Wagen vorne noch einen Sitzplatz on top, was ganz, ganz selten ist. Hat natürlich einen Vorteil, wenn das eine Familie fährt mit einem Kind, dass das Kind nicht alleine hinten sitzen muss in der Rundsitzgruppe, sondern kann nur in der Fahrt mit vorne sitzen. So, was mir auffällt, verschiedene Stauklappengrößen, das habe ich auch noch nie gesehen. Das heißt, du hast einmal die große Klappe im Hauptstauraum und dann hast du etwas kleinere, etwas tiefere Klappen in der Mitte. Das ist auch, ich habe ja schon viel gesehen, aber das habe ich noch nicht gesehen. Hängt einfach mit der Toilette hier zusammen, ne? Dass du einfach das hast. Ne? Dadurch hat sich das so ergeben, dass das ein bisschen tiefer ist. Ist ein Raumwunder. Wenn wir gleich reingehen, von außen, Länge hier bei dem Fahrzeug? 9 Meter hat das Fahrzeug. 9 Meter nur. Das heißt, du kommst damit auf Stellplätze, wo viele 10,50 Meter und so weiter, die sind dann verwehrt. Komm, wir gehen mal rein. Hier sieht man sehr viele Anleihen, muss ich ehrlich sagen, auch die ich gesehen habe bei Phoenix, wo du Edelstahlkanten hast bei den Einstiegen. Du hast hier nochmal ganz spezielle, ich sag mal, Werkstoffe, die hier drin sind, die extrem robust sind. Ja. Und du hast eine Automatikanlage, da habe ich eben schon drüber berichtet, von E&P. Das ist eine Hubstützenanlage, die automatisch nivelliert. Das ist, glaube ich, auch ganz praktisch. Und das ist dieser Grundriss, den kenne ich schon und ich bin mal sehr gespannt. Ich kriege jetzt so einen ähnlichen Wagen. Wir kriegen jetzt einen 97 RRL SUV und der hat ja auch die Hecksitzgruppe mit drin und ich glaube, der hat einen sehr ähnlichen Grundriss zu dem, oder? Genau, der hat nicht ganz diese C-Sitzgruppe oder U-Sitzgruppe. Du hast ja einfach nur ein U und hier haben wir ja praktisch ein C. Also schon ein bisschen geräumiger, aber trotzdem sehr ähnliches Konzept, ist das gleiche. Also er riecht absolut sauber. Ja. Das ist, also der erste Eindruck ist so, der Geruch, den könnt ihr ja nicht am Bild sehen. Dann hast du hier ein richtiges Wohnzimmer drin mit angeschlossener Küche. Das heißt, der Bereich Kochen und Wohnen, der ist komplett getrennt. Du siehst hier kein Fahrerhaus. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu den meisten anderen Linern, die du hast, wo du vorne ja kochst und vorne sitzt. Mhm. Wir sehen es gleich mal, wenn wir das Ganze alles mal ausprobieren, das Bett runterfahren. Es ist wirklich ein richtiger Wohnraum. Die Rundsitzgruppe bietet Komfort wie bei einem Wohnwagen. Das ist natürlich im Winter hier einen riesengroßen Vorteil vom Platz, dass du einfach eine große Sitzgruppe hast, schöne Rundumsicht, wenn du dich mehr im Fahrzeug drin aufhältst. Ja, eine Person kann hier auch locker schlafen, sogar ohne Umbau oder wenn du die Polster hinweggemacht. Also ich sag mal, wenn es ein Kind ist oder auch ein Erwachsener, der einfach mal Mittagsschläfchen hält, das geht. Ja, ansonsten hat der Tisch eine Absenkfunktion, ein Zusatzpolster und dann hast du auch ein großes Bett wieder. Sehr schön. So, wir gucken mal gerade da hoch. Da ist der Fernseher mittig mit integriert. Dann siehst du, du hast hier diese Vorhänge, die, ich sag mal, optisch sind, aber dem Raum eine ganz andere, ich sag mal, Gemütlichkeit geben, gell? So ein kleines bisschen. Die kann man natürlich tauschen. Man kann ja Akzente setzen. Die sind ganz normal genäht und meistens mit Klett verbunden, oder?
Das hier sind jetzt hier Holzjalousien. Nee, ich meine hier die Vorhänge. Die kannst du abmachen natürlich. Das ist eine Geschmackssache. Wir haben auch viele Kunden, die machen nur die Holzjalousien dran, wollen gar keine Vorhänge mehr haben. Das ist eine Geschmackssache, ja. So, hier oben hast du Hochglanz, Klappen hier mit drin, dann noch ein Platz hier vorne. Was ist hier drunter unter der Klappe, Stefan? Ich mach's dir mal auf. Da kannst du deine Utensilien aufbewahren, die du dann wegmachst. Zum Beispiel die Bettwäsche können wir reinmachen. Bettwäsche wird, sorry. So, das war massiv. Bettwäsche wird knapp. Ich würde gerne helfen. Das Problem ist, Tablet oder Handy. so, und da ist also noch ein sehr, sehr tiefer Platz mit drin. Dann hast du hier diese Jalousetten richtig mit drin, die unglaublich toll sind. Also vom Raumgefühl her siehst du von den Fenstern gar nichts. Die sind jetzt geöffnet. Jetzt hast du die Campingfenster und du kannst quasi verdunkeln, ohne dass du ganz zumachst. Was ja, ich sag mal, bei den normalen Verdunklungssystemen so ist, die machst du von unten nach oben und dann ist das geblockt. Und hier ist es ganz anders. Mach mal bitte zu, dass wir einmal kurz sehen, wie das... Die Holzjalousie? Genau, die Holzjalousie einfach mal zumachen, was diesen Raum unglaublich wohnlich macht. Ich setze mich jetzt mal hin und da sieht man, die gehen über die ganze Breite. Der Stefan, der verflucht mich anschließend immer, sagt immer, warum Sachen ausprobieren, aber der Kunde würde es ohnehin tun, Stefan. Diese Drehfunktion eben auch noch, wo wir Die meinte ich. die Lamellen dann Ja. zumachen. Und dann hast du das Ganze verschlossen. Aber auch umgekehrt, wir haben eben von außen gefilmt. Wir können hier schön raussehen, trotzdem, wenn die Lamellen in offener Richtung sind, aber von außen, man sieht im Prinzip gar nicht ins Fahrzeug rein, trotz dass die Lichter an sind. So, und das ist, glaube ich, vielen Leuten wichtig, die auf dem Stellplatz, du kennst das, du fährst auf dem Stellplatz, das Erste, was die Leute machen, ist, die schließen sich ein, damit ja keiner reinguckt, so ist es ja in Deutschland oft. Der eine oder andere mag sich jetzt angesprochen fühlen. Ich zum Beispiel bin so einer, ich will hier arbeiten im Wohnmobil, aber hier kannst du dann noch so eine Gemütlichkeit schaffen, ohne dass du alles zublockst mit diesen Lamellen, die du da hast. Dann die Rundsitzgruppe, setz dich ruhig mal rein, Ja. dass man mal sieht, wie groß die ist. Stefan, das ist eine Rundsitzgruppe, die ist so unglaublich groß, dass Stefan wirklich Platz hat ohne Ende. Und wenn man jetzt hier mal rüberschaut, da hast du eine Rundsitzgruppe, wie man die früher auch gehabt hat bei der Oma, sage ich jetzt mal. Also so was ganz Gemütliches. Und du hast Fenster in alle Richtungen. Wenn du vorne jetzt noch offen lassen würdest, da könntest du nach vorne rausschauen. Haben wir offen sogar, ja. So, und hier kannst du hier zur Seite rausschauen. Toller Grundriss. Also der Grundriss ist, glaube ich, diese Rundsitzgruppe hinten. Zumal du siehst es ja von außen. Wenn du es nicht weißt, mit dem Heckfenster, dann sieht man es auch gar nicht, oder? Nee, haben wir von außen ja eben gesehen. Es sieht aus, als wenn es ein Standardgrundriss wäre. Das Fenster hinten im Heck verrät vielleicht dann, dass es doch eine Rundsitzgruppe ist. Aber ansonsten ist es nicht sichtbar. So, das Fahrzeug hat jetzt diese Garantie. Das heißt also, die ist bei dir schon drauf kalkuliert, obendrauf. Das bedeutet, ich habe 1 Jahr lang Sorglosgarantie. Kann ich die verlängern? Geht das bei dem Fahrzeug? Was filmst du da eigentlich? Ich filme die Schrankwand. Die hat nämlich was ganz Besonderes. Ich habe das Gefühl, dass das Muster, also sprich hier von der Folierung, durchgehend ist hier unten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das hier ist eigentlich ein schönes Bild, wenn du guckst hier auf die Möbel drauf, hier hochfährst. Das ist vielleicht ein Zufall, aber es ist ein Zufall. An einer Stelle sieht man, dass es ein Zufall ist. Ja, du warst eben bei der Garantie. Ja, man kann bis zu einer gewissen Kilometerzahl, bei dem Fahrzeug würde das funktionieren. Bis 50.000 Kilometer macht es wirklich Sinn, eine Zusatzgarantieversicherung miterwerben, sodass man einfach noch mehr Gewissheit hat, insbesondere auch für den Motor. Das gibt es als 2-jährige Verlängerung, das Ganze. Das ist auch überschaubar von den Kosten und wer möchte, kann das gerne auch mitkaufen, so eine Zusatzgarantieversicherung. Hier ist eine interessante Optik. Das ist so eine Art Mikrofaser, die aber sich anfühlt wie Leder. Das ist unglaublich. Also das Fahrzeug ist jetzt nicht beheizt. Also das muss man auch dazu sagen. Wir haben draußen so um die 8 bis 10 Grad. Es fühlt sich gar nicht kalt an hier drin. Dieser Stoff, ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist von Nova Life, wenn ich das so vom Anfassen her, das ist eine Marke und die hat auch noch den Vorteil, wenn du hier was verschüttest. Also ich habe das mal auf einer Messe gesehen auch, die als Nova Life selbst da war auf dem Caravansalon. Die haben das mit Ketchup gemacht, die haben das mit Wein gemacht. Dann geht es nie wieder raus. Drauf gemacht und dann ging es raus, natürlich. So, Tisch ist absenkbar. Hier kann ich ein Riesenbett draus machen. In 0, nichts. Magst du es mal kurz zeigen, wie das geht? Auch diesen Tisch kann man übrigens auch noch mal vergrößern. So, und du kennst ihn fast auswendig. Du bist relativ oft mit Fahrzeugen dieser Bauklasse unterwegs, auch privat. Ja, auch privat.
testest die auch mal auf Herz und Nieren. Nee, warte mal, ich glaube, du musst einmal so. Also was hast du gemacht? Du hast die mittlere Platte runtergedrückt. Genau, mit der Feder. Und dann kam sie hoch. Da ist jeder ein bisschen anders, der Mechanismus, ja, oder? Jetzt die Feder, die hält auf beiden Seiten. Das wird auch wieder frei. Das ist relativ schnell gemacht. So, und dann ist da zusätzlich noch absenkbar. Genau. Dann gehe ich mal auf die Seite. So, und dann kannst du hier ein Bett bauen für 2 Personen locker und hast dann die Möglichkeit, das Ganze abzusenken. Die Polster nimmst du quasi von den Seiten, oder? So rechts eben, dass es nachher überlappt dann, ja. Okay, verstanden. Dann machst du mal hoch, bitte. Ja. Kann mal zeigen. Wir filmen übrigens heute Premiere. Das erste Mal mit der neuen FX30 von Sony. Einer Filmkamera mit Filmlook. Du siehst jetzt aus wie so ein Hollywood-Star mittlerweile. Das Ganze dann in Zeitlupe. langsamer Zeitlupe. Also wenn es euch auffällt, 50 Bilder pro Sekunde in 4K, auch für mich ein Novum. Das Ding ist nämlich noch ein bisschen schwerer. Deswegen bin ich gerade hier am Testen. Die Küche, das ist eine Mineralstoffoberfläche, die wirklich... die ist jetzt in Verwendung gewesen, muss man sagen. Das Auto hat Laufleistung 40.000. 40.000, ja. Das ist ja fast neu, oder? Mit 40.000? Ja, du kannst natürlich suchen, du wirst immer wo finden, aber es ist absolut in Ordnung. Also gerade eine Küche, die wird ja benutzt, das ist absolut in Ordnung, ja. Da passiert auch nichts. Das Material ist sehr widerstandsfähig, sehr hart. Ja. Und schwer, ne? Also das muss man auch sagen. Das ist schon richtig massiv. Man sieht es an dem Teil hier. Das hat schon richtig Gewicht, das hier. So, die passt auch da rein, das Teil. Also das heißt, das kannst du hier ergänzen. 2 Teile. Mach mal zu, dass wir einfach mal sehen. Das heißt, wenn man jetzt fährt, kann man das entweder da lassen. Das wäre jetzt die Abdeckung für die Spüle. Oder man kann es auch da vorne als weitere Anreiche kann man es verwenden. So, Fernseher habe ich euch gleich gezeigt, ansonsten zeige ich es euch gerade nochmal. Also das kannst du zumachen. Guck mal, da vorne ist eine Nut, eine kleine, Stefan. Siehst du da? Da ist die Nut. Da ist die Nut. Und dieser Mineralstoff. So, da ist die Nut. Und damit sich das auch nicht bewegt, ist da nämlich eine kleine Nut drin. Oh, ich bin mal sehr gespannt. Ich kriege ja so ein ähnliches Auto jetzt in Kürze von Concorde. Und wie sich das anfühlt. Das erste Mal Concorde für mich. Und ich bin schon aufgeregt wie ein kleiner Schuljunge. So, und dann, wenn du es nicht mehr brauchst, schiebst du es zusammen, drückst es da rein und das war's. Da kommt die Kaffeemaschine. Genau, da wäre ein Platz für eine Kaffeemaschine. Die wäre dann eben auch über den Wechselrichter bedienbar. Das haben wir eben noch gar nicht geschaut gehabt, aber der Wagen hat das. Der hat einen Stromwandler, 3000 Watt. Und so kann man eben auch im autarken Zustand einen Kaffee bereiten. Hat er Solar auf dem Dach? Hat auch Solar auf dem Dach, ja. Von der Menge her sind es 2 Platten mit 160 Watt Peak. Könnte man natürlich erweitern, wenn man das gerne möchte, je nachdem, wie autark man gerne stehen möchte. Jetzt war eine Frage, ich habe gesehen, da waren jetzt ganz normale Batterien drin, keine Lithium-Batterien, die mit drin sind. Das kann man nachrüsten. Braucht man das unbedingt bei dem Auto jetzt, wenn ich starten möchte? Ich würde es jetzt erstmal nicht machen. Also die Batterien halten 8 Jahre. Vom Gewicht her haben wir nicht die Not, dass wir sagen, wir müssen hier irgendwie 100 Kilo noch rauskitzeln an zusätzlicher Zuladung. Der hat irre. Gerade die etwas älteren, die 218er, die hatten noch richtig Zuladung, weil das Thema Abgasreinigung noch nicht so auf die Spitze getrieben wurde. Hat der eine grüne Plakette? Darf ich nach Stuttgart? Ja, Euro 6 und grüne Plakette, ja. Gott, hier oben hast du die Bedienfelder. Da ist das alte Bedienfeld. Das ist die Heizung. Da wird die bedient. Und jetzt ist das Gas ja aus. Genau, Gasflaschen zwar drin, aber nicht angedreht. Aber Der hat eine Mastervolt drin. Also das ist auch sehr, sehr aus dem Schiffsbau eine Batterieanlage. ja, aber schon ein Standard hier in dieser Klasse, ja. So, und das ist das Bedienfeld von CBE. Das ist auch Standard. Okay. Also das bedeutet Mastervolt, bedeutet, du kannst wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre hier was nachrüsten, oder? Bei der Anlage. Definitiv, ja. So, durch das Solar sind die Batterien noch immer voll. Also auch wenn er mal steht und ich ihn mal nicht am Stromnetz dran habe, auch das diffuse Licht langt dafür, dass die Batterien nicht leer gehen von alleine durch Kriegsströme und so weiter. Ja, dafür reicht es. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht im November in Italien, dass wenn man alles benutzt, den Wechselrichter, da steht die Sonne so flach, dann wird es schon etwas knapp. Wenn man da nicht mal einmal in der Woche das Fahrzeug fährt, dann reicht es nicht aus, für komplett sich mit Solar zu versorgen. Im Sommer natürlich ganz easy, ja. So, und wir zeigen mal gerade diverse Schubladen, die wir hier drunter haben. Wir haben eine große Küche hier mit drin, mit vielen Schubladen. Das Ganze ist in handwerklicher Qualität gefertigt in Bayern, in Franken.
Und da ist noch ein großer Schrank drin. Das ist natürlich jetzt wie zu Hause. Ne? Das macht dann Spaß, wenn man sowas sieht. Dann hat man hier eben diese Karusselllösungen. Da kommst du natürlich in jede Ecke mit rein und kannst richtig was mitnehmen. Da wird nichts verschenkt an Platz. Platz wäre auch genügend, falls jemand noch gerne eine Spülmaschine eingebaut haben möchte, könnte man natürlich auf 2 Schubladen verzichten. Wäre immer noch genügend Stauplatz für alles vorhanden. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man dich mal gerade sieht, wie du da jetzt hockst, wie viel Platz hier drin ist. Ja. Dass man das sieht. Du bist ein großer Mann. Wie groß bist du denn? 1,80 Meter. 2,20. Nee, stimmt gar nicht. Die Stehhöhe könnten aber 1,85. Steh mal bitte auf. Selbst du stehst jetzt hier auf dem Sockel. Genau, ich bin 1,83, bin auf dem Sockel drauf. Du bist 1,85 und hast richtig also ich sag mal bis 1,95 Meter geht hier alles, oder? Ja, schau mal, ich bin 1,85 Meter. Das ist ja weit über 2 Meter. Wir haben hier 2,10 Meter etwa an Stehhöhe drin. Also hier hat man schon Platz. Natürlich kommt das Hubbett irgendwann an seine Grenzen von der Größe, wenn man drin schläft. Allerdings könnte eben der Riese auch auf der umgebauten Sitzgruppe hinten schlafen. So, hier großer Spiegel auf der Seite. Dann hast du hier noch Schränke mit drin. Ja. Auch hier mal bitte öffnen. So, ich komme auf deine Seite, dann sieht man es ein bisschen besser. Da ist für Weinflaschen direkt das Ganze ausgehöhlt. Da unten sind die Weinflaschen mit drin. Dann hast du hier dann überall Platz, wo du Sachen unterbringen kannst. Finde ich am Eingangsbereich immer so ganz wichtig, weil du da ja Sachen hast wie Hüte. Ja gut, Hüte haben wir heute nicht mehr, aber zum Beispiel einen Fahrradhelm kannst du hier reinmachen. Ja. Ja, was du eben an Sachen brauchst. Ne? Also Platz ist genügend da. Garderobe ist hier vorne, für dann eben nochmal Jacke noch aufzuhängen. Hier vorne ist die Garderobe. Ich zeig's mal. So, dann ein wichtiger Bereich ist natürlich die Erweiterung der Küche durch einen Grill und den großen Kühlschrank. Genau. Das ist ein Absorberkühlschrank, den kenne ich. Der war mein Liebling, denn der ist so schön groß und der kühlt auch richtig gut. Auch da muss man sagen, Zustand ist wirklich gut. Also man sieht hier kaum Gebrauchsspuren. Ja, oben hast du gesehen, ein paar Gläser haben gescheuert. Das hast du gesehen. Ja. Da kannst du hier abschließen. Mach mal bitte zu. Also wenn man jetzt im Bad ist, gibt es hier eine Schiebetür. Die ist gesichert durch einen kleinen Knopf. Und die läuft auf Rollen. Ja. Wenn du jetzt hier drin kochst, du hast oben einen Abzug in der Decke. Und dann hast du natürlich den Schlafbereich geschützt vor Gerüchen in dem Moment auch. Oder wenn jemand schnarcht und einer hinten schläft, dann hast du auch eine kleine Barriere. Das Ganze ist komplett mit Mikrofaser ausgekleidet. Also das merkt man also hier extrem bei dem Fahrzeug, dass du Mikrofaser mit drin hast, denn die Akustik des Fahrzeugs ist komplett leer gerade. Trotzdem hast du kaum Hall hier in dem Fahrzeug drin. Qualität hast du hier drin, ne? Naja, plus minus. So, wir gehen mal durch und jetzt kommt die... Sven, bitte? Ja? Hier siehst du schon mal von der Klimaanlage einen Auslass. Der muss oben sein, gell? Genau, den haben wir extra nach oben gelegt, damit die kalte Luft auch fällt, sodass der Bereich hier hinten auch mitgekühlt wird. Ist natürlich nicht so effektiv wie jetzt im vorderen Bereich. Aber wenn ich jetzt hingehe, mache zum Beispiel im vorderen Bereich zu, kommt mehr an. Gell? Okay. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, noch nicht mal, dass es sehr kühl wird, sondern das ist die Entfeuchtung. Das merkt man extrem bei der Klimaanlage hier, wenn du siehst, wenn du mal einen Eimer drunter stellst in das Fahrzeug und schaust mal am Ende des Tages, der ist voll, der Eimer. Ne? So, wir haben hier wirklich ein 3-Zimmer-Küche-Bad, so kann man sagen. Man hat also hinten den Wohnbereich, du hast die Küche mit drin, dann hast du den Bereich, wo du ein weiteres Büro hast hier, denn wir können das ja mal gerade zeigen, hier ist übrigens der zweite Sessel, der hier mit drin ist, das heißt 3 Leute können bequem fahren, zugelassen ist aber für mehr, oder? Für 5 Personen, hinten haben wir 2 zulässige Plätze noch in der Sitzgruppe und hier vorne den Einzelsitz. Hat der Luftfederung, weißt du das? Ja, eine Zusatzluftfeder auf der Hinterachse, ja. Auf der Hinterachse, so und dann... Eine Zusatz der Vollluftfeder dann natürlich. Gucken wir gerade. Die ist auf der Hinterachse. Vollluft bedeutet, dass das Fahrzeug hinten die Stabilität automatisch ausgleicht. Das heißt also, je nachdem wie das beladen ist, hast du eine Fahrdynamik praktisch, die sich nicht ändert, dadurch, dass die Ladung irgendwie stört, oder? Du hast richtig beschrieben, es sind keine Standardfedern mehr drin ab Werk, keine Blattfedern, keine Drehstäbe. Es ist komplett über die Luft geregelt und das ist ein Riesenunterschied eben mit der Belastung, die man hat, wie das Heck dann nachher schlägt, weil das automatisch mitfedert.
Und natürlich auf einer Fähre könntest du dann das auch manuell mal betätigen, im Rangierbetrieb, dass du das Heck auch manuell hochhebst, damit du über ein Hindernis kommst. So, hier hast du dann deinen Arbeitsbereich. Hier könntest du arbeiten. Den Sitz kann man noch ein Stück zurück machen. Probier mal gerade, ob das geht. Also was mir gut gefällt, ist, hier ist schon das helle neue Holz drin. Also was du in den meisten ja nicht hattest. Du hattest ja dunkles Holz und hier eine sehr schöne Farbkombi für 2018. Denn das helle Holz kam erst viel später. Ja, genau, das hier war relativ selten. Das Morettini-Birne ist das hier. Und meistens waren die Fahrzeuge dunkel. Und das hier war vielleicht seiner Zeit auch voraus gewesen. Heute ist das hier ganz klar gefragt aktuell. Also du siehst von innen überhaupt nicht, dass es ein 218er ist. Du hast, wenn du Pech hast, beim 218er noch Kirschholz. Das war gerade so der Übergang. Ja, meistens ja so Wengebereich, so ganz dunkel, aber Kirschholz, das tut teilweise schon mal weh, wenn man reingeht. Wenn man da nicht noch ein bisschen die Möbel foliert und hell macht. Das ist die Frage, also es gibt ja Leute, die stehen drauf, die sagen, hey, ist genau mein Auto, aber ich sag mal, der Trend im Moment sind ja helle Farben. Dann hast du hier eine Automatik auch mit drin. Wir können ja mal ganz kurz nochmal, du hast eine Fahrerhausklimaanlage mit eingebaut. Ja, du hast ja die Klimaanlage. Kann man die während der Fahrt betreiben oder wird es eng? Du meinst die Dometic? Ja. Die könntest du während der Fahrt betreiben, da du über den Ladebooster schon eine Ladung hast, die etwa dem Stromverbrauch entspricht, was dann auch gemacht wird. Also ich habe ganz viele Kunden, auch die Marokko-Fahrer, die lassen dann in dem Moment die Klimaanlage toujours eben laufen, weil der Ladebooster genau die gleiche Ladung bringt, was der Verbrauch der Klimaanlage entspricht. Ja, brauchst du aber nur, wenn Leute hinten sitzen. Denn hier der große Vorteil ist, du kannst den ganzen vorderen Bereich zumachen. Zeig mal bitte. Du kannst nämlich das Raumbad abschließen. Also vorne haben wir gesehen, da ist eine Tür. Jetzt gibt es hier noch eine Tür. Hier kannst du zumachen und damit hast du dein eigenes Schlafzimmer, was komplett getrennt ist. Und du hast ein Arbeitszimmer hier mit dabei. Und das Schlafzimmer ist über dir. Ich denke, das Interessante ist, der Aspekt ist, das Arbeitszimmer, es wird tatsächlich oft so genutzt, dass jemand sich mal mit dem Laptop hinsetzt und auch vielleicht Homeoffice-Aufgaben macht oder was nacharbeitet, was er vor seinem Urlaub nicht geschafft hat, so wie ich. Gut, also das kann man jetzt sehr schön sehen. Darunter ist noch ein Schrank. Zeig mal bitte, was ist da noch drin? Da kannst du deinen Laptop wieder reinstellen oder deine Mauspads etc. hier. Das ist dann nachher, das braucht man nur noch für die Stufe. Das ist die Treppe ist das? Das ist unsere Treppe, die wir nachher brauchen, wenn wir das Bett vorführen. Ach, die fährst du einfach aus, die Treppe. Das sehen wir gleich. Und da ist noch ein Schublädchen. Ob das als Nachttischschublade nutzt, weil wir haben ja ein Bett drüber, wir vergessen es ja immer wieder, da kannst du eben als Nachttischschublade auch nutzen. Du kannst den Fernseher sowohl oben als auch unten nutzen und das ist auch ein schönes Detail. Das heißt, hinten kann einer Fernsehen gucken und vorne. Ja, der Fernseher vorne auf der Position jetzt eben gedacht zum Fernsehen schauen dann. Wir haben Schlafen und wir können den Fernseher auch ein bisschen tiefer nehmen. Mach mal bitte, dass wir das mal sehen. Das heißt, du kannst ihn runterziehen und hast dann... Entschuldigung, ich habe ja einfach zum Schlafen, ich hatte dir was Falsches gesagt. Zum Schlafen machst du in die Mitte, dass beide schauen können. Und eine Bürofunktion, ja, wie du es brauchst. Du kannst dann entweder deinen Laptop kannst du auch mit dem Kabel, mit dem HDMI-Kabel verbinden. Könntest du eben den Fernseher auch nutzen als Monitor. Sag mal, der Raum hier vorne, ich finde den sensationell. Du kannst ihn richtig nutzen. Das heißt, du hast ein eigenes Zimmer, wo du arbeiten kannst und kannst Arbeit und Privates voneinander trennen. Das heißt, hinten kann einer Fernsehen gucken, du machst beide Türen zu, dann hörst du nichts mehr, oder? Oder wenig? Wenig eben, ja. Und ist auch trotzdem sehr hell, ne, sehr luftig. Diese zwei Fenster, die brauchen wir eben zum Schlafen, aber es macht trotzdem was daher. Also hier sind kleine Fensterchen mit drin. Wir werden jetzt mal in den Schlafmodus gehen und denkt dran, dieses Fahrzeug verfügt ja über eine Warmwasserheizung, die überall vorhanden ist und die wärmt nämlich den Fußboden. Der Fußboden übrigens hier in so einer Naturstein-Schieferoptik hier mit drin. Du, ich fühle mich gar nicht in einem 218er. Ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, auch mit dem Leder-Cockpit, was hier vorne ist, da hat Concorde ja so eine Eigenart. Die haben das Cockpit schon immer sehr, sehr früh komplett angeneigt an den Fahrer mit dran. Und das ist auch, ich sag mal, eine Besonderheit, die Concorde hat, gell? Haben sie sehr schön gemacht. Es ist automotiv, es ist aber trotzdem, passt es zum Wohnraum. Also es ist wirklich sehr schön gemacht. So, und da ist die 8-Gang-Wangler-Automatik von ZF. Die ist mit drin. Du hast schon ein Navigationssystem mit Rückfahrkamera, ja, genau. Doppelshutter in dem Fall. Also du hast zwei verschiedene Möglichkeiten zurückzuschauen. Glaube ich zumindest, ist hier eingebaut. Ich habe alles hinten geschaut, aber normalerweise sollte es so sein.
So, das war immer so ein bisschen Standard. So, jetzt sind die Sitze in Fahrposition. Du legst sie nach vorne. Ja. Keine schwierige Aufgabe. So, auch das ist Mikrofaser. Das sieht man hier sehr schön. Das kann man gut reinigen. Das kann man gut reinigen, das hier, ja. Das ist auch sehr widerstandsfähig, was Flecken angeht. So, jetzt musst du mir mal ein bisschen helfen, dass ich nochmal rauskomme, denn die Tür ist zu. Ich gehe jetzt nochmal raus, gehe in das Bad, dazu kommen wir gleich zum Bad. Und jetzt kannst du in 0, nichts, und zwar mit einem Knopfdruck, dieses Bett herunterlassen. Und ist das anfällig hier, dieser Motor, oder geht das? Also, ich habe jetzt keine Erfahrungswerte, obwohl wir schon viele verkauft haben. Hast du defekte Motoren überhaupt schon mal, oder? Bei anderen Modellen schon mal, ja. Es gibt schon mal, ja. Gut, wir reden ja hier in der Profiliga. Ja. Und das Ganze wird ja von den Leuten, man muss es ja sagen, viele sind ja gar nicht dafür gebaut, um komplett benutzt zu werden das ganze Jahr über. Ja, das stimmt. Ja. Hier leben die Leute schon das ganze Jahr über drin. Zertifiziert sind die jetzt nicht für eine ganzjährige Nutzung, oder? In dem Fall hat es jetzt noch keiner gemacht, diese ganzjährige Nutzung bei diesem Fahrzeug. Aber es wäre ohne weiteres möglich, das zu machen. So, Stefan fährt mal aus. Da war ein kleiner Widerstand. Dann rastet es hier unten ein und damit hast du eine große Treppe. Die ist auch komplett belastbar. Das heißt, also wenn du mal gerade raussteigst, ein bisschen dynamische Last machst, mach mal. Schuhe aus. So, und dann sieht man, Stefan ist also hier mit drauf. Da bist du jetzt mit drin und kannst also ganz leicht aufsteigen. Wenn jetzt einer sagt, das ist aber gefährlich, du sagst, das ist überhaupt kein Problem, weil du kannst dich an beiden Seiten abstützen, kommst auch runter. Das ist das kleine Manko. Das heißt also, du bist vielleicht nicht ganz so, ich sag mal, beim Heckbett, wenn du ja auch noch ein Queensbett hast, da kommst du ein bisschen leichter ins Bett. Dafür hast du aber quasi 2 Meter mehr Fahrzeuglänge, weil du das Bett nicht verschenkst. Und wenn du gerade noch mal aussteigst, komm noch mal runter zu mir. Dann zeige ich das mal, jetzt gehst du runter. Das war ja easy. Geh mal hoch bitte. Ja. Warte, ich zeig's mal komplett. Soll ich vorwärts, rückwärts hochgehen? Ist egal. Mach mal so, wie du normal hochgehen würdest. Ich würde jetzt so hochgehen. So, das heißt einfach hoch, gehst aufs Bett drauf, leg dich mal ganz drauf. Sitz eben auch noch mit Sitzhöhe. So, jetzt gehst du ganz drauf und jetzt sieht man sehr schön, du hast auch eine ordentliche Bettlänge. Du bist ja jetzt auch ein Beinriese. Ja, also im Liegen hat man dann schnell 1,90 Meter. Ich könnte jetzt noch zurück. Ich würde jetzt nicht ganz wissen, das. Gut, du hast ja hinten auch normalerweise die Kopfkissen und so weiter. Das fehlt ja jetzt, so was hier mit dran ist. Das kann man übrigens hier abnehmen. Das ist ganz interessant. Man kann es waschen. Das habe ich schon gemacht bei einem. Und das Ganze ist natürlich mit Lattenrost versehen. Mach mal hoch. Und wenn jemand bitte? Hier tatsächlich mal ein 2,20 Meter Riese wäre, der könnte ohne weiteres, könnten wir hier eine Verlängerung machen für das Matratzenstück, sodass man eben, weil wir haben ja hier noch 30 cm Luft, dann könnte man einfach dann ein Einsetzteil machen, was an beiden Teilen eingesetzt ist, und dann könnte man total lange liegen auch, ne? Das würde auch funktionieren bei dem Wagen. Ja, du bist ja der Spezialist, hast auch eine eigene Schreinerei mit drin, wo ihr viele Sachen dann realisieren könnt. Einzige, was mir aufgefallen ist bei der neuen Kamera, ich habe nur noch 50% Akku und wir haben... Nee, ist nicht schlimm. Also, ich werde mehr Akkus fressen, das ist definitiv so. So, ich zeige euch nochmal gerade, bitte nochmal hochheben, dass man nochmal gerade den Komfort sieht von der Matratze. Du hast, ist das Folie? Was ist das? Nee, Folie. Guck mal. Nee. Sieht aber aus wie ein Folie-System. So, und da ist auf jeden Fall so Glasfaserstäbe sind da mit drin in der Mitte. Also du hast Schlafkomfort wie zu Hause. So, alles ist unterlüftet. Auch die Matratze war sauber. Ich habe gesehen, da waren jetzt keine Flecken drauf oder irgendwas. Sauber, ja. Also das ist auch... Dann fährst du die hoch. Da kriegst du alles nach bei Concorde. Du kriegst sogar Bettwäsche, glaube ich, hier, speziell für das Auto. Könntest du machen, natürlich, ne? Ich frage noch, weil das Mittelteil hier, da, um das jetzt zu beziehen, da könnte man aber ein großes Spannbetttuch nehmen, ein kleineres, das würde gehen. Ja, also ich würde hier mit Standard 90er Spannbetttüchern, und es gibt ja auch 120er Spannbetttücher, wenn du das eine mitbeziehen möchtest. Oder du gehst eben ins Kinderfachgeschäft, und es gibt ja auch immer für kleine Matratzenstücke Kinderspannbetttücher. So. Ja, jetzt hast du wieder deinen Raum. Du kannst die Auflagen liegen lassen. Das heißt, also die werden auch entsprechend belüftet, trocknen auch da oben, weil ich habe gesehen, das ist alles offen, auch hinterlüftet. Ja. Natürlich sollte man es immer, das muss aber jeder für sich selber wissen, alles trotzdem mal ordentlich lüften, aber du kannst es danach, wenn es gelüftet ist, alles drauf lassen, ja.
So, Toilette, Festtanktoilette, wir haben sie schon gesehen. Das Ganze mit einem Tank versehen. Wie ist das Tankvolumen ungefähr bei dem? 200? 230 Liter haben wir hier. Also damit kann man locker mal 2-3 Wochen auf Toilette gehen, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt. Aber ich kriege immer so 2 Wochen alleine hin. Eine Woche mit 2 Personen und viel Toilettengängen. So ist auch mein Erfahrungswert. Eine gute Woche zu zweit und man nutzt ausschließlich dann die Toilette und geht gar nicht auf den Campingplatz oder auf den Stellplatz. Auf Das machst du nicht mehr. Also bei den Fahrzeugen kannst du auf den Campingplatz gehen, aber du musst es gar nicht mehr, oder? Ganz ehrlich, wenn du auf deiner eigenen Toilette sitzt und dann gehst du auf deine eigene Toilette, ja. So, großer Spiegel, wir sehen das schon. Und dann auch wieder dieser Mineralstoff und auch hier das Waschbecken ist komplett designt. Das ist aber kein Kunststoff, das ist richtiger Mineralstoff. Das ist ich glaube, es ist eine Mischung aus Stein und Kunststoff, oder? Das ist eine synthetische Mischung. Sieht aus eben wie Stein, aber ist dann doch nicht so schwer wie der Stein. Genau, wenn du mal gerade drauf haust mit dem Finger. So. Hier. Und mal drauf klopfst. So, das ist ganz massiv. Also es ist kein Kunststoff, oder ich sag mal normaler Kunststoff. Was ist hier drin? Was dahinter? Der Traum aller Kleiderschränke. Ein großer zu öffnenden Kleiderschrank. Okay, das heißt, du kommst ran über Eck. Das ist die Bordtasche, die ist immer dabei bei den Fahrzeugen? Genau, die Bordtasche ist immer dabei. Alle Handbücher drin. Nützliche Hinweise, Handbücher, Türcodes. Wenn du es mal so ganz leicht mal anhebst, ich gehe mal einen Schritt zurück, nicht, dass die Türcodes uns gleich entgegenkommen, die da sind. Bordtasche ist mit drin, eine Einweisung, Preis von der Einweisung, was ist der Preis bei euch? Was wird bei euch berechnet für die Einweisung? Da wird kein Preis berechnet, das gehört zum Service dazu. War Spaß. Eigentlich müsste man, weil die Einweisung hier bei so einem Fahrzeug locker mal 4-5 Stunden dauern kann, wenn man viele Fragen hat, so ein Fahrzeug noch nie hatte. Wenn man natürlich so ein Fahrzeug hatte, hier ist alles gleich eigentlich mit den Standardfahrzeugen, aber es ist eine neue Klasse. Komme ich von einem kleineren Fahrzeug, ist hier vieles anders. Festtanktoilette, also wirklich vieles anders. Also viele Leute haben immer so ein bisschen Respekt davor und zu sagen, oh, so ein großer Wagen und so viel Technik. Ich persönlich finde es sogar viel übersichtlicher und einfacher in manchen Bereichen, weil einfach alles so verbaut ist, dass man auch drankommt. Und in kleinen Fahrzeugen hat man viel weniger Platz. Und die Herausforderung ist eine viel größere, Sachen so zu verbauen, dass sie nicht irgendwo im Weg sind. Und hier hat man alles auf den ersten Blick und findet auch alles. Also 249.000 glatt, ja, was war das? 249, 900, also eine 900. 250. So, 1 Jahr Garantie mit drin, das Fahrzeug vom Zustand her wirklich fast neuwertig, also ist wirklich toller Zustand. Habt ihr gut aufbereitet oder war der so? Nein, war sowohl von dem ersten Besitzer als auch vom zweiten Besitzer so gewesen. Er riecht nicht, also ihr müsst wirklich reinkommen, er hat wirklich kaum, also ich würde sagen, eigentlich keinen Eigengeruch hier mit drin. Und er riecht auch nicht nach Ozon. Also ihr habt hier nicht die riesen Ozonkeule geholt, oder? Keine Ozonkeule geholt hier, nein. Das ist wirklich in gutem Zustand. So, da ist er. Was wir jetzt nicht gezeigt haben, ist die Jalousie. Die ist natürlich automatisch. Er hat eine ganz große Markise noch mit drin. Dann hat er den 205 PS Motor, den neuen Motor schon mit drin. Genau. Der Gesamtaufbaulänge 9,8 Meter und du sagst, man gewöhnt sich da schnell dran, also in Verbindung mit der Rückfahrkamera und allem, oder? Von der Größe? Von der Größe, von der Länge. Ja, wenn du heute ein 7,5 Meter Fahrzeug hast, was ja die meisten Leute haben, hast einen Fahrradträger hinten dran, hast du auch 8,5 Meter, die du manövrierst und merkst es gar nicht. Ist gar kein Problem. Und wenn du es mal 100 Kilometer gefahren bist mit den großen Spiegeln vorne, hast du dich so dran gewöhnt an die Spiegel, an die Sicht, die du hast. Null Problem. So, wir werden gleich noch ein paar Sachen ändern. Ist ja eigentlich was drunter hier unter der Abdeckung oder ist es nur eine Serviceabdeckung? Hier. Also hier sind Gurtgestelle unten drunter. Ah, da kommen die Kopfstützen. Deswegen, das erkennt man immer schon von Weitem auf Bildern, wenn man sich für so ein Fahrzeug interessiert. Hat er jetzt das Zusatzpaket für den 3., 4. Sitzplatz? Anhand den beiden Löchern erkennst du immer schon, dass die Fahrgäste 3 und 4, dass die gegen die Fahrtrichtung hier sitzen und die Kopfstützen kommen da rein. Und deswegen ist auch das gesamte Gurtgestell 3-Punkt-Vorrichtung ist da drunter. Der fette Donnerstag 2023 heute. Du hast deinen Begrüßungsschnaps schon getrunken heute Morgen, dein Feigling? Nee, noch nicht. Aber ich habe im Büro tatsächlich einen Feigling stehen. Und wir haben uns gelogen. Verkaufspreis sind 248.900 Euro. Also das ist so wie also 249 rund. Wie bist du jetzt auf den Preis gekommen? Also da hast du mal kurz die Würfel genommen, hast gesagt, hier komm.
Markt XY oder so? Nee, gewürfelt wurde es nicht. Das geht schon an Marktpreise, was so ein Fahrzeug auch effektiv an Wert hat. Und auch die Wertentwicklung in den nächsten Jahren, die wird sich da auch nicht ändern. Die Fahrzeuge werden nicht jetzt pro Jahr 20% weniger sein. Da muss man sich, denke ich, null Sorgen machen. Das ist so. Also der Werterhalt bei den Fahrzeugen ist leider so, dass man sagen muss, es könnte sein, dass das Fahrzeug hier auch damals vielleicht nur 50.000 Euro mehr gekostet hat. So kann man es sagen, aber durch den Werterhalt, den du im Moment hast und die Aufbauweise so, ich sag mal, so langlebig ist, dadurch hast du einen guten Kauf gemacht, glaube ich, wenn du hier zuschlägst, oder? Das ist ein Fahrzeug für die nächsten 20 Jahre ohne weiteres. Und vielleicht sogar noch mehr. Das ist ein Top-Fahrzeug, das hier. So, sagt Stefan Buhr von Wohnwagen Vogt. Das Ganze gibt es schon seit über 60 Jahren. Ihr habt um die 50, 60 Mitarbeiter ungefähr? Fast 70, ja. Wir sind so 65 Festangestellte in Summe und mit Teilzeitkräften kommen wir an die 70 immer ran, ja. Ja, du bist einer der großen Händler, bist Hümer-Händler unter anderem und du hast auch bist auch Servicewerkstatt für große Fahrzeuge, oder? Genau, wir haben auch Serviceverträge mit großen Fahrzeugen, Phoenix und Morelo. Von dem her kennen wir uns auch aus mit den Fahrzeugen. Und die Technik ist die gleiche oder sehr ähnlich. Das heißt, die Warmwasserheizung von Alde zum Beispiel, das ist Standard bei euch. Austausch, Flüssigkeiten und so weiter. Also all das wird gemacht. 1 Jahr Garantie mit drauf. Ihr habt eine große Werkstatt. Wenn mal irgendwas ist, habt ihr Meister auch beschäftigt? Ja, wir haben in Summe aktuell 3 Meister beschäftigt. Was sind das für Meister? Backen? Kfz. Kfz, okay. Ja, ich frage ja nun mal. Wir haben einen Fleischermeister, einen Bäcker. So, ja, hier ist es. Auch ein Meister. Das ist auch ein schwieriges Handwerk. So, und da kamt ihr mal her. So, das Ganze ist in Saarbrücken. Ja. Und heißt Wohnwagen Vogt. Das ist die Telefonnummer 0681. Wer zuerst kommt, mal zuerst 992 880. Oft ist es so, dass die Leute eigentlich dieses Format ganz gut finden, weil man kann sich doch ein sehr schönes Bild machen, gerade wenn man von weiter weg kommt. Ja. Denn ihr verkauft diese Fahrzeuge auch nicht nur im Saarland, sondern wirklich europaweit, oder? Das sind eben Unikate und die Fahrzeuge stehen ja nicht an jeder Ecke und von dem her ist das Format hervorragend geeignet dafür. Ich denke, wir sind schon sehr ausführlich auf viele Dinge eingegangen, was mich auch ertappt beim Fernseher, dass ich nicht weiß, dass er nach unten geht. Und das ist immer wieder ein Unikat an vielen Fahrzeugen, wie was ist. So, und wenn ihr Kleinigkeiten seht, wir haben eben gesehen, da war ein Reflektor war nicht dran. Ja. Das wird alles noch gemacht, aber er steht gut im Lack. Bestellt, ja. Schon bestellt. Du hast im Moment viele große da. Wir werden auch noch filmen diesen Phoenix hier, der wird noch kommen. Das ist auch in Alkoven. Genau, von den großen sind natürlich einige auch verkauft, die hier stehen, aber die kannst du ja nicht auf irgendeinen Abstellplatz stellen. Die müssen auch hier sicher stehen bei uns im Gelände. Und den Phoenix, den schauen wir uns gleich auch mal noch an. Das ist ein sehr großer Wagen, 11,5 Meter mit großer Pkw-Garage. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank. Du bist Mitglied in einem ganz großen Verband. Da besprecht ihr euch. Der Markt ist ja explodiert. Du hast darauf reagiert. Meinst du, es könnte sich die Spreu vom Weizen demnächst trennen? Weil ich sag mal, der Markt fängt sich ja an, ein kleines bisschen zu normalisieren. Flugreisen gehen schon wieder, Kreuzfahrten gehen wieder ohne Ende. Viel Konkurrenz ist am Campingmarkt, aber er boomt nicht erst seit den Pandemien, oder? Nee, genau das ist es. Viele sagen ja immer, Mensch, seit der Pandemie boomt das hier. Also wir haben in den letzten 20 Jahren noch nie ein Jahr gehabt, wo wir weniger hatten. Es ist jedes Jahr mehr geworden. Da waren noch Jahre dabei mit 20% mehr. Und das hat letztendlich das nur beschleunigt mit Corona. Das ist alles richtig. Aber ich sehe das sehr positiv. Und es wird auch ganz wichtig, dass der Markt sich nochmal normalisiert. Weil wir haben ja ansonsten für die Saison viel zu wenig Neufahrzeuge, die wir ausliefern können. Und die Nachfrage ist weiterhin sehr gut. Also du hast viele gebrauchte Liner im Moment. Ich behaupte sogar, du bist einer der ganz Großen im Gebrauchtwarenmarkt für Liner, aber warst fleißig, hast viel eingekauft, bist durch ganz Europa gefahren, guckst dir die Fahrzeuge an. Es gibt auch Autos, muss man sagen, die kaufst du nicht. Das gibt es auch, ja, natürlich. Wenn die Fahrzeuge 10 Jahre alt sind und Gebrauchsspuren haben, die schon erhöhter Nutzung eben entsprechen und dann muss das mit dem Preis zusammenpassen auch. So, wir gehen jetzt mal hier vorne hin. Wir haben einen Super Stabilizer drin bei der FX30. Ja. Das heißt, wir können jetzt hier laufen und haben eine Kamerafahrt, als würde ich hier auf Schienen fahren. Das ist so krass. Ich liebe diese Kamera. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Bild findet. Ich werde gleich noch 1, 2 Einstellungen ändern. Der wird jetzt schön schick gemacht. Da werden wir ein eigenes Video zu machen. Das ist eigentlich ein Concorde drunter, oder? Genau, das ist schwer zu erkennen, aber das war ursprünglich mal ein Concorde gewesen. Und der hat ein hübsches Kleid bekommen, ja. So, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Wohnwagen Vogt
und alles andere als Wohnwagen, muss ich sagen. Und das Ganze in zweiter Generation bei euch? Dritter, vierter, fünfter? Ja, mein Vater, der hat hier schon seine Ausbildung gemacht in dem Betrieb und hat den Betrieb dann irgendwann übernommen. Also von dem her dritte Generation. Ja. Dritte Generation. Der SOD-mag.com, was immer das ist, werden wir erfahren. Tschüss.